Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrter Professor Wehrlen, sehr geehrter Herr Präsident der Friedrich-Schiller-Universität, sehr geehrte Professorin Druglever-Fortune, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, sehr geehrte Herr Professoren Michelsen, Reuter, Rosa und Torres, sehr geehrte, ich glaube, die sind uns virtuell zumindest teilweise zugeschaltet, Frau Dr. Rösler und sehr geehrte Frau Al-Naschif. Ich freue mich sehr, Ihnen, lieber Herr Professor Wehrlen, im Namen des Auswärtigen Amts zur Einweihung des UNESCO-Lehrstuhls für globales Verständnis für Nachhaltigkeit zu gratulieren. Das Auswärtige Amt begrüßt nachdrücklich, dass die Familie der UNESCO-Lehrstühle mit Ihnen in Deutschland und auch in den neuen Bundesländern neben Dresden, Weimar und Cottbus nun um ein neues Mitglied reicher wird. Warum sind für uns, die Bundesregierung und das Auswärtige Amt, die UNESCO-Lehrstühle in Deutschland wichtig? Forschung und Lehre in zentralen Arbeitsbereichen der UNESCO, innovativ und verbunden mit akademischer Exzellenz, liegen in unserem ureigensten deutschen Interesse. Die Lehrstühle stehen für ein Kernanliegen unserer auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Ich nenne sie heute die 3 Is: interuniversitäre Kooperation, internationale Vernetzung und interkultureller Dialog. Und wenn ich an meinen Vorredner anschließen darf, gerade in diesen Zeiten, wo wir als ein Land, was für Globalisierung steht, was für Multilateralismus steht, wo wir mehr und mehr Tendenzen sehen, wieder in Richtung eines Unilateralismus, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass wir dies nachdrücklich und mit starker Stimme gemeinsam vertreten. Der Lehrstuhl Globales Verständnis für Nachhaltigkeit ist mit Kooperationen über 4 Kontinente, Afrika, Asien, Südamerika, dafür ein herausragendes Beispiel. Und schließlich, warum sind uns die UNESCO-Lehrstühle in Deutschland so wichtig? Der Forschungsbereich untersucht die Wechselwirkungen bei Ihnen zwischen globalen und lokalen Nachhaltigkeitsprozessen. Das steht nicht nur im Zentrum des UNESCO-Mandats, sondern ist auch eine zentrale, so glaube ich, Überlebensfrage der Menschheit im 21. Jahrhundert. Wie lassen sich Prinzipien der Nachhaltigkeit lokal, regional und global durchsetzen, sodass auch unsere Kinder und auch deren Kinder über die Grundlagen verfügen, die sie für ein selbstbestimmtes Leben benötigen? Und wie kann Forschung dabei unterstützen? Im Auswärtigen Amt begrüßen wir den Fokus der UNESCO-Lehrstühle auf die Agenda 2030 nachdrücklich. Die Agenda 2030, der von den Vereinten Nationen im September 2015 verabschiedete Zielkatalog, gibt die Richtschnur für das, was die Weltgemeinschaft bis 2030 erreichen will. Darunter gehören so ambitionierte wie notwendige Ziele wie die Beseitigung von Hunger und Armut, die Ermöglichung hochwertiger Bildung für alle, die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen und der Kampf gegen den Klimawandel. Für all diese Ziele ist nachhaltiges Handeln in all seinen Dimensionen unabdingbar. Dies ist ein klarer Auftrag an die Politik, aber, so glaube ich, auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und Aufgabe. Wir im Auswärtigen Amt versuchen auf vielfältige Weise zur Erreichung dieser Ziele beizutragen. Gerade in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik setzen wir uns für bessere Zugänge zu Kultur, Bildung und für die Wissenschaftsfreiheit weltweit ein. Lassen Sie mich Ihnen 3 Beispiele nur nennen. Wir fördern dies mit Stipendien und Lektorenprogrammen mit Partnern wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Alexander von Humboldt Stiftung, aber auch mit transnationalen Wissenschaftskooperationen, wie zum Beispiel die Deutsch-Türkische Universität, die Deutsch-Jordanische Universität, die Deutsche Universität in Kairo und an vielen anderen Orten. Programme wie die mit dem UNHCR umgesetzte Deutsche Akademische Flüchtlingsinitiative Albert Einstein eröffnet tausenden Flüchtlingen aktuell weltweit ein Studium in ihrer Region und damit auch die Perspektive für eine Rückkehr und Mitarbeit an der Arbeit ihrer Aufbauländer, wie zum Beispiel in Syrien, Irak, Afghanistan. Wir arbeiten hierfür, aber das tun wir vor allem auch über unsere Arbeit in den multilateralen Foren wie der UNESCO in Paris.
Dort haben wir gemeinsam im April eine Resolution zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung mit eingebracht, die sich für ein Nachfolgeprogramm des UNESCO-Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung stark macht. All diese Bemühungen sind nur möglich mit unseren unverzichtbaren Partnern, das ist die UNESCO und das ist aber vor allem auch die deutsche UNESCO-Kommission. Deshalb möchte ich Ihnen, Frau Präsidentin Metze-Mangold, aber auch den Kolleginnen bei der UNESCO hierfür herzlich bedanken. Und vor allem Ihnen, Herr Professor Werlen, wünsche ich viele spannende und ertragreiche Forschungs- und Kooperationsprojekte. Ich hoffe, dass Sie und die Universität Jena von einem großen Kosmos profitieren, der mit der Verbindung zur UNESCO für Sie offen steht. Andererseits bin ich auch überzeugt, Ihre Partner in den 3 Kontinenten, die Sie bereits haben, und wir alle in Deutschland werden nachdrücklich von Ihrem UNESCO-Lehrstuhl profitieren. Dazu nochmal ein herzlicher Glückwunsch und vielen Dank.